kenne diesen Mann einfach erst 4 Tage und trotzdem drückt er mir einfach seinen Hausschlüssel in die Hand, seinen Schlüssel für sein Motorrad und sagt mir mit seinen letzten Worten, pass bitte auf meine Familie auf. Das ist einfach völlig verrückt. Aber ja, 1 Tag später lebte ich dann in seinem Haus, irgendwo im Süden von Vietnam, am Mekong-Delta. Völlig irre. Und was in den nächsten Wochen dann passiert, wurde zur absolut schönsten Zeit meiner ganzen Reise. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Nach einigen verrückten Wochen im Süden von Vietnam, wo ich einfach auf einer Unterwasserinsel gelebt habe, quasi Atlantis-Style, oder wo ich ein paar Tage in einer völlig überfluteten Stadt gelebt habe, bin ich jetzt schließlich endlich ganz im Süden angekommen und es ist zur Abwechslung mal echt trocken. Dort ist mir auf jeden Fall etwas passiert, was ich meinem Leben niemals vorstellen hätte können, geschweige denn überhaupt planen. Aber die ganze Geschichte beginnt eigentlich schon einen Monat früher. Und zwar im Norden von Vietnam. Dort habe ich nämlich in einem kleinen Bergdorf gelebt, in einem kleinen Hostel. Dort habe ich Paul, einen halb Franzosen, halb Vietnamesen kennengelernt. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Er ist quasi ein privater Taxifahrer, Guideführer im Norden von Vietnam, wo einfach quasi Familien buchen und er führt die rum, wo sie wollen, zeigt ihnen Dinge und so weiter. Und mit dem habe ich im selben Hostel geschlafen. Und nach 2 netten Tagen mit ihm, wo er mir echt total viel erzählt hat, wo ich viel von ihm lernen durfte, weil er auch viel gereist ist in seinem Leben, haben wir dann uns verabschiedet. Mit dem kleinen Spaß, ja, wenn du mal im Süden bist, komm ich doch mal besuchen. Wie das so üblich ist beim Reisen, man lernt viele Leute kennen, aber sieht sie nie wieder. Aber da war es wohl ganz anders. Und zwar, fast genau 1 Monat später, plötzlich kriege ich eine Nachricht von ihm, so, Flo, ich sehe gerade deinen Standort, du bist circa 1 Kilometer entfernt von meinem Haus, wart dort, ich hole dich ab, komm zu mir, komm mich besuchen. Und natürlich habe ich ja gesagt, bin sofort zu ihm gekommen, habe mich abgeholt mit seinem Moped und ja, das war quasi eigentlich eine Abschlussfeier von ihm, weil er sollte am nächsten Tag wieder zurück in den Norden für ein paar Monate, um dort wieder zu arbeiten. Und dann haben wir eben mit ihm zusammen, mit seinen Freunden und Familie einfach seinen Abschied gefeiert. Hatten einen total lustigen Abend. Ich habe natürlich viel getrunken. Dann habe ich dort Frosch probiert, Schnecke probiert und mit seiner ganzen Familie und so weiter. Total lieb. Also ich habe mich da direkt wie zu Hause gefühlt. War immer eine total schöne Zeit. Und genau für sowas bin ich total dankbar. Und dann natürlich im Vollrausch hat er mir dann gesagt, ey Flo, nimm dir kein Hostel, komm schlaf bei mir, ich habe einen Platz für dich frei. So quasi. Und dann sind wir nach Hause gefahren, war relativ spät, am nächsten Morgen natürlich ein bisschen verkatert alle, aber gut. Und haben natürlich nett geplaudert, haben ein bisschen gefrühstückt, war dann noch mit seinen Freunden und Familie noch einen Kaffee trinken am Morgen. Und dann hieß es wieder Abschied nehmen, weil ja, er musste in den Norden von Vietnam, ich wollte wieder weiterreisen und ja, war natürlich traurig, weil er hat mich sehr gut mit ihm verstanden und war eine total coole Zeit. Er hat mich dann noch gefragt, ob ich ihn zum Flughafen bringen kann. Natürlich habe ich ja gesagt. Und dann ist es passiert. Ich habe ihn zum Flughafen gebracht, dort ist er am Aufsteigen und dann plötzlich dreht er sich um und sagt so, Flo, hier, das ist mein Schlüssel zu meinem Haus. Hier, das ist der Schlüssel zu meinem Motorrad. Hab Spaß, bleib so lange du willst in meinem Haus, sei mein Gast und pass auf meine Familie auf. Ja, ganz ehrlich, mir fehlen auch die Worte. Also, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war total verdattert. Meinte das jetzt ernst? Ich meine, es ist sein Haus. Er kennt mich seit vielleicht 4, 5 Tagen insgesamt. Ich meine, wir haben uns gut verstanden, aber das ist sein Haus, sein Besitz, seine Familie, alles, sein Hab und Gut. Und ich, als Fremder, soll es einfach da wohnen, wenn er weg ist. Und genauso ist es gekommen. Und ja, so begann mein neues Leben. 2 Wochen einfach in einem Haus gelebt am Mekong-Delta mit einer Familie, mit meiner Familie, sage ich immer. Ich habe dort gearbeitet, ich habe dort gegessen, ich habe dort mit meiner Familie was gemacht, habe einfach ein ganz normales Leben verbracht. Authentischer geht's gar nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt im Leben wenige Dinge, für die ich so dankbar bin, als für diese Erfahrung, weil das kannst du nicht planen. Mit keinem Geld der Welt kannst du so eine Erfahrung erkaufen, weil das war echt, das war authentisch. Die haben mich einfach in ihre Familie aufgenommen, weil sie mich mochten, weil sie mich akzeptiert haben. Und das war für mich der Beginn, wo ich Vietnam nach 1 Monat nochmal ganz neu entdeckt habe. Also, wie lebt es sich dort so? Im Mekong-Delta, in einem Haus mit einer Familie, als ganz normaler Vietnamese. Was mich auf jeden Fall am meisten überrascht hat, ist einfach, wie familiär dort alles ist. Ich meine, hier ziehst du so früh wie mich aus, da hast du, viele haben nicht mal wirklich viel Kontakt mit ihren Eltern, Brüdern, Geschwistern, Cousins, Cousinen. Und dort ist das Normalste der Welt, also da zieht doch keiner wirklich aus. Also die leben alle zusammen, dort haben sie entweder ein großes Grundstück, wo sie dann 3 Häuser haben, wo dann vielleicht der Onkel dort wohnt, dann die Großeltern und eben dann Mama, Papa oder so weiter.
oder dann ist der Nachbar gleich, dann Onkel, Tante oder Oma, Opa oder ein paar Häuser weiter. Die sind auf jeden Fall alle eng beieinander und die sehen sich jeden Tag, die treffen sich jeden Tag zum Essen, zum Feiern, zum Trinken und natürlich zum Karaoke singen, weil das ist dort das Standardprogramm. Die feiern den ganzen Tag. Also wie ich sagen kann, diese 2 Wochen, ich habe sehr viel gefeiert. Wir haben alles gefeiert, was wir feiern konnten. Und ja, es ist einfach eine unglaubliche Zeit. Und sollte mal einer von der Familie nicht da sein wegen der Arbeit oder sonst was, dann wird der aber natürlich mit beim Videoanruf dazu geschalten. Also dort gibt es nichts alleine. Dort ist immer zusammen, sie helfen sich, unterstützen sich und das ist eine riesige Familienwohngemeinschaft und das ist einfach wirklich schön. Also hat mich sehr berührt und ich finde, da könnte man uns auch sehr viel abschneiden davon hier in Europa. Weil das ist einfach, das ist Leben, das ist Familie, würde ich sagen. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema und zwar, wie habe ich mich mit den Leuten unterhalten? Wie hat das eigentlich in der Realität ausgeschaut? Und zwar, ich fasse immer zusammen, ich war so ein kleines Baby und du verstehst gar nichts und du probierst alles nachzumachen. So wie ich mich gefühlt wie so ein Neugeborenes, das probiert alles nachzuahmen. Hey, Julia! Julia! Vui. Are you happy? Dạ, Are you vui. Tôi vui. Weil natürlich habe ich nichts verstanden, was sie gesagt hat. Dort kannte keiner Englisch. Der Einzige, der dort Englisch konnte, war mein französisch-vietnamesischer Freund Paul, der aber auf der anderen Seite von Vietnam war. Genau, wie hat das ausgehört? Google-Übersetzer oder einfach Wörter lernen. Und ich habe mich für beides entschieden. Ich habe sehr viele Wörter gekonnt, leider schon wieder viel vergessen. Und war sehr lustig. Also, die haben immer was vorgeredet und ich habe immer was nachgeredet und alle haben gelacht halt, ja. So hat das circa meistens ausgeschaut. Total lustige Erfahrung. Cool auch, wie schnell man eine Sprache besser versteht. Also ich habe dann ihre Geste, ich habe vor allem die Body Language quasi gelernt von denen. Ich habe sehr viel verstanden von dem, was sie wollten von mir, aber weil ich ihre Gestiken gelernt habe zu verstehen, aber nicht die Wörter. Obwohl ich viele Wörter gelernt habe, aber ganz ehrlich, das ist so schwer. Nicht, dass die Wörter zu merken, aber also nur zum Vergleich, du hast hier irgendwie 3 Wörter und sprichst du diese ein bisschen anders aus und für mich ehrlich klingt es gleich. Dann heißt das gleich 3 verschiedene Wörter. Und das ist nicht nur so ein sehr ähnliches Wort, sondern das kann dann gleich von Reis bis zu irgendeinem Fluch heißen. Das heißt, ja, ist nicht leicht. Das heißt, meine Familie konnte mich verstehen, weil die wissen, welche Wörter sie mir beigebracht habe. Aber sobald ich zu irgendeinem Fremden gegangen bin, um irgendwie meine vietnamesischen Floskeln rauszuhauen, ja, da hat er mich angeschaut, welche Sprache ich da spreche. Also das war ein bisschen frustrierend, ein bisschen schade, weil ich war da schon motiviert, die Sprache zu lernen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da muss ich ein paar Jahre leben und dann vielleicht kann ich ein bisschen was. Das war irgendwie auch interessant, weil ich eigentlich 2 Wochen verbracht habe, wo ich eigentlich nicht was geredet habe. Also, nicht Englisch, nicht Deutsch, ich habe meine vietnamesischen Floskeln geredet. Das war auch nicht so leicht. Ja, ich habe mit allen No-School-Übersetzer geredet. Und das war sehr irgendwie interessante Erfahrung. Und ich bin ehrlich, nach 2 Wochen, das war vielleicht auch der Hauptgrund, wo ich dann irgendwann wieder gehen wollte, weil ich einfach irgendwie das Bedürfnis hatte, okay, ich will jetzt wieder reden, kommunizieren. Ich war einfach, ja, es war irgendwie eine interessante Erfahrung. Ich kann das gleich beschreiben. War total schön, aber auch irgendwie anstrengend, weil du halt irgendwie da gesessen bist und du wusstest nie, wie was abgeht. Und ja, konntest auch nie so kommunizieren, wie du es wolltest. Es ist anstrengend. Ich hätte nicht gedacht, dass es anstrengend ist, nicht zu reden, so quasi. Ich meine, ich bin ja alleine auch 2-3 Wochen unterwegs gewesen, aber da habe ich mit mir selber geredet. Ja, also, keine Ahnung, total interessante Erfahrung. Und ich kann es auch nicht wirklich in Worte fassen, aber das war, gerade am Ende hat das mich belastet ein bisschen. Also es war jetzt nicht schlimm, aber ich habe das Bedürfnis gehabt, wieder andere Leute kennenzulernen, mit denen ich wirklich meine Unterhaltung führen kann. Weiß, ob man das nachvollziehen kann. Und das ist auch ganz lustig gewesen, weil die Familie hat ja eine Tochter in meinem Alter und die haben mich total gemocht und gesagt, oh nein Flo, du bleibst hier für immer, heiratest unsere Tochter und bist Teil der Familie. Total süß. Also bis heute schreibe ich ja mit ihr und mit der Familie immer wieder und tausche uns aus und frage mich, wann ich wieder komme und sagen, dass sie ständig über mich reden und so weiter. Also einfach nur pure Dankbarkeit und ich denke auch total viel in der Familie und ich hoffe, dass ich einfach irgendwann in der Zukunft wieder sehen kann, weil ja, total nette Erfahrung. Aber das ist schon hart, wenn man die Sprache gar nicht spricht, wenn man überhaupt keine Kommunikationsbasis hat. Und trotzdem, und das ist das Schöne, trotzdem hat man sich so gut verstanden. Also wir haben die ganze Zeit gelacht, Witze übereinander gemacht, aber auch auf einer anderen Ebene. Einfach, ja, man hat sich verstanden.
Und das ist total nett einfach. Aber kommen wir mal zum kulinarischen Teil. Ihr kennt mich, ich esse gerne und deswegen ist das auch immer ein ganz wichtiges Thema. Wie ist das Essen dort so? Ich meine, wir haben nämlich immer jeden Tag gekocht zusammen. Das war total nett. Also man geht dann oft zum Beispiel zu Nachbarn, zu Freunden, trinkt dort einmal in der Früh einen Kaffee. Der Kaffee ist ja dort sehr süß. Ich meine, ich finde ihn ganz interessant. Es ist fast wie eine Nachspeise. Dort gibt es ja auch 3 berühmte Kaffeesorten. Das ist der Eggkaffee, weil früher hat man keine Milch gehabt und man hat stattdessen Eier genommen, um eben diese Konsistenz und alles zu bekommen. Als zweites hat man einen Kokosnusskaffee und als letztes gibt es diesen Salt-Kaffee und den kann ich einfach wirklich nicht beschreiben. Und dann kommt es zum wesentlichen Teil und zwar, das Schöne ist dran dort, wie gesagt, man macht da alles zusammen. Das heißt, einen Tag machen wir es bei den Nachbarn, einen Tag beim Onkel, dann bei Oma, Opa oder sonst wo. Man trifft sich dann schon irgendwie um 12, 11, je nachdem, wie man isst. Und dann kocht man gemeinsam. Jeder bringt Sachen mit, Fisch, keine Ahnung was. Und dann wird da getafelt, wie wir zu Weihnachten. Also ganz ehrlich, zu Weihnachten habe ich nicht so gut gegessen wie dort jeden Tag. Das war ganz normal, weil das sind alles auch Selbstversorger dort. Wir haben unseren eigenen Fisch, wir haben unsere eigenen Frösche gefangen, auch meine eigene Schlange, die ich dort gegessen habe und so weiter. Die pflanzen sehr viel an und dadurch ist das natürlich sehr, sehr billig alles und die Tafel dort wie Könige, also das ist wirklich schön. Und dann kommt immer diese Gerüchte von Österreich und Europa, ja weißt die sind so arm, denen geht so schlecht. Ja, die haben nicht viel Geld, aber die machen was aus ihrem Leben, die machen das Beste draus und ich finde, ganz ehrlich, die wissen, das Leben deutlich besser zu genießen als wir, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und genau wie ich gesagt habe, also die kochen alle zusammen, alle helfen mit und ja, was isst man dort so? Ich kann euch so viel verraten, ich habe mich auf jeden Fall kulinarisch sehr erweitert. Ich habe dort Sachen wie Frosch, Schlange, Schnecke. Yummy, yummy. Und ja, ich sage einfach, das Essen ist dort köstlich, die Suppen ist überhaupt mein Highlight. Also kulinarisch gehört Vietnam auf jeden Fall ganz oben hin, gerade was die Suppen betrifft. Und habe natürlich alles gegessen wie Fisch, Meeresfrüchte, Fleisch, Reis natürlich immer dazu, Suppen jeglicher Art. Ja. Einfach kulinarischer Traum, kann ich euch so viel sagen, wie es ist. Dann wird Reis dort getrunken, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und natürlich, wie funktioniert das Ganze, wie funktioniert die Trinkkultur? Natürlich ganz wichtiges Thema, finde ich. Und zwar dort trinkt keiner auch wieder alleine. Dort muss man immer bei jedem Schluck anstoßen. Das ist eine Respektsache dort. Entweder man stoßt zusammen an und da gibt es dann so Trinksprüche wie Chan Pan Cham, das heißt, wir exen das Ganze, das heißt 100 von 100. Oder man macht es ganz simpel, man sagt einfach Jo, weil das heißt quasi sowas wie gemeinsam und man stoßt einfach an. Und das entweder kannst du sagen, okay, ich will diesen einer Person besonders viel Respekt, sondern ich stoße mit ihm an quasi und schaue in die Augen, Jo, und danach schüttelt man sich schön die Hand, das ist quasi Respektsache. Oder man macht in einer ganzen Runde Hi, Ba, Jo, das heißt sowas wie 2, 3 zusammen trinken, genau. Total lustig und ja. Aber jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt und zwar das Feiern dort. Das ist völlig verrückt. Also manchmal frage ich mich, ob die dort arbeiten. Also wir haben dort jeden Tag getrunken. Wir haben dort jeden Tag gegessen. Es wäre da die größte Hochzeit gewesen. Alle haben sich versammelt. Die treffen sich jeden Tag, trinken den Reiswein, essen. Dann singen sie wahrscheinlich 3, 4 Mal die Woche Karaoke. Das geht von 10, 11 los bis am Abend. 11 Uhr und es wird wieder getrunken. Das ist schon wieder Reiswein und ja, hier wird immer getrunken. Bis dann der erste Onkel dann irgendwann umkippt und schläft, weil er schon so betrunken ist und so weiter. Es ist wirklich total schräg gewesen. Und ich muss echt sagen, nach 2 Wochen war ich aber einfach fertig. Ich sagte, bitte, ich brauche auch mal einen Ruhetag quasi. Wie können Sie das jeden Tag machen? Also ja, willkommen zu meinem letzten Video, glaube ich, weil ich sterbe heute. Wir trinken und feiern hier jeden Tag und heute haben sie gesagt, heute machen wir Party. Und ich sag so, hä, heute Party? Wir machen doch jeden Tag Party. Jetzt weiß ich, was los ist und zwar, wir starten heute schon um 9 Uhr, also ich bin gerade erst aufgewacht, bin hergekommen und habe schon, ich glaube, 4, 5 Bier getrunken. Wir sind sicher so 20 Leute und viele von kenne ich noch nicht und sind von außerhalb der Familie und wollen alle mit mir halt trinken, halt, weil das halt eine Respektsache ist. Und ich bin nur am Exen, ich sterbe, Leute. Also, ja, es ist so, wir haben es jetzt mittlerweile 11 Uhr. Ich glaube, lang will ich das nicht mehr durchhalten. Ich habe heute noch nicht einmal was gegessen, nicht mehr eine Unterlage. Also schauen wir mal, ob ich nicht abstürzen werde, um Gottes Willen. Ich bin auch ziemlich betrunken, glaube ich, merkt man auch. Ja, aber das ist halt das Leben in Vietnam hier offenbar mit einer vietnamesischen Familie. das wäre total lustig.
Ja, das war für mich auch ein Hauptpunkt zum Gehen. Ich brauchte mal ein bisschen wieder eine Abwechslung. Ich meine, Saufen und Party ist nett, aber das war schon fast zu viel. Wie gesagt, wenn ich drüber nachdenke, dann geht mein Herz auf und es ist einfach wirklich, also in meinem Leben hätte ich sowas niemals erwartet oder mir jemals erhoffen können, weil sowas kannst du eben nicht planen und gehört mit Abstand zu meinen Lebenshighlights auf jeden Fall dazu. Das Lustige ist daran, ich hatte von Vietnam überhaupt keinen Eindruck, wenn ich wusste, den Vietnamkrieg und ich weiß nicht, man hat in Europa von Vietnam nicht den besten Eindruck, finde ich immer. Also man hat ein bisschen eine falsche Sicht davon und dann komme ich her und habe diese ganz wunderschönen Eindrücke und meine beste Zeit und dann kommt die Situation und bin ein Teil einer Familie und ich fühle mich immer noch Teil einer Familie und dort habe ich den kleinen Bruder gehabt, mit dem ich mal gespielt habe, dann habe ich eben quasi meine Verlobte dort gehabt, wie sie uns immer gescherzt haben und so weiter, meinen Opa, Oma dort und so weiter. Ich durfte beim Begräbnis mit dabei sein, was auch total traurig, aber berührend war, dass ich da dabei sein durfte, auch mal einen Abschied geben durfte, weil ich auch die kannte und so weiter. Hat mich wirklich total geprägt und einfach nur dankbar. Und ich wünsche denen das Allerbeste. Ich hoffe, dass ich sie auf jeden Fall mal wiedersehe. Also ja, keine Ahnung, mir fehlen da immer die Worte. Es hat sich einfach angefühlt wie ein Zuhause und es fühlt sich immer noch an, als hätte ich dort am anderen Ende der Welt ein Zuhause, eine Familie, zu der ich jederzeit zurückkommen kann. Und ja, das war's auch mit diesem Video. Diesmal war es ganz anderes, aber für mich wahrscheinlich das wichtigste und das schönste Video, was ich auf dieser Reise erlebt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Falls ihr mehr von solchen Geschichten sehen wollt, lasst ein Abo da. Und falls ihr Fragen habt, schreibt das in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.